Servus, meine Hascherl. Und weiter geht es hier bei Chicken Police. Pointed Red. War das gerade ein Blitz? Okay. Alles Kloake. Passt irgendwie zu diesem netten Schlagabtausch, den sich Marty und The Boss Bird Down liefern. Ich gucke kurz, was uns denn Twitch sagt. Ob ich hier gerade wieder mal für mich umsonst rede. Nein, es klappt tatsächlich. Ich bin live. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Und ich kriege wieder seltsame Werbung. Okay. Guten Abend, Chat. Dann wollen wir doch mal weitersehen, ob wir weitersehen. Hello, Ursula, dear. Oh, what's the rush? Is there something wrong? 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 That dim-witted, insane, ragged old stinky owl. That's what's wrong. Whoa. It's all right, Ursula. Just tell us what happened. What happened? You happened. And Wester's goons. It was supposed to be the only day of the year we could have relaxed a little. Ich bin von ihren Brüsten wahnsinnig fasziniert. Wie halten die ohne Schwerkraft? Ah, Moment. Wenn ich das richtig sehe... Ursula trägt ein Bauchweckhöschen. Seht ihr die Welle da hinten dran, die sich da an ihrem Rücken abzeichnet? Das schneidet da ein und oben quillt alles raus. Das erklärt einiges. We're sorry, Ursula. You're right. Like I care, Marty. I'm tired of this. I'm tired of the bitter old owl, and I'm tired of waiting. And? Never mind. I'm going. This time, I'm going for good. Hang in there, Ursula. And if there's anything we can do to help... Wieso heißt das eigentlich, wenn ich für immer gehe, I going for good? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich gehe im Guten? Das ist irgendwie so eine Redewendung aus dem Englischen, die ich bis heute nicht geschnallt habe. Ich habe die schon so oft gehört. I'm going for good. Das ist so für mich, ja, ich gehe für immer. Das ist ja eigentlich so was Abschließendes, aber ich gehe im Guten. Das ergibt sich mir nicht. Anything? Of course there is, my dear. I never want to see your faces again. Ouch. I'm gonna try to talk to the old owl, all right? Ja, das stimmt. Redewendungen wachsen. Good luck with that. Oh, and Ursula, thanks for all you've done for us. With the car. You know, I'm starting to regret it. That was... Rough. yeah. But understandable. I only see Bubo once a year, and even that's way too much. A lot of people feel the same about us. Yeah, that's true. So, dann sind wir wieder da, wo wir gestern waren. Ja, das mit den Redewendungen ist immer so eine Sache, aber trotzdem, also ich gehe für immer und endgültig, im Englischen und going for good ist für mich halt nicht nur hier schon immer schwierig gewesen. So, da haben wir eine alte Eule, da haben wir den Rest. Komm, wir gucken uns alles nochmal an, weil es lustig ist. It's almost impossible to think of you as a real doctor, old bird. According to rumor, that is. Believe it or not, I had a great future ahead of me. But the world simply wasn't ready for my genius. Well, it probably never will be. Das ist bei mir ähnlich. Ooh. Gut. Daddy. Hallo, Daddy. Warum hat Daddy eigentlich einen Hut auf? Und ich verstehe immer noch nicht, wie Daddy so einen riesen Schnabel haben kann. How's it going, Papa Bubo? Very well, thank you. I've lost a bit of weight recently because of my death, you know. Genau, mein Humor. Ah, I see. Sorry to hear that. Get well soon, Papa. Na, Lutz, was sagst du dazu? Das ist genau unser Humor, oder? Das könnt ihr leider nicht sehen. Hier neben mir steht Lutz, mein neuer bester Freund.
Und auch mein Kopfhörerhalter. Meine Mutter hasst Lutz. Er ist nämlich auch etwas untergewichtig. Ja, es ist ein Schädel. Es ist ein Schädel. Und damit meine Mutter ihn nicht hochkant aus dem Auto schmeißen kann, also auf der Rückfahrt von Österreich hierher, habe ich ihm einen Namen gegeben. Gleich eine Verbindung aufbauen. Freunde kann man ja nicht aus dem Auto schmeißen. Also heißt das Ding jetzt Lutz. Na, Lutz. Thanks, son. Das passte gerade so gut. Ach ja. Naja, so ein Totenkopfschädel halt, ne? So von einem Skelett. Ich fand den ganz toll. Der stand da so rum und ich habe gedacht, ja, den nehmen wir jetzt halt mal mit. Und ich glaube, der ist genauso groß wie meiner unter der Haut. Wir haben sehr viel gemeinsam. Echt Plastik, würde ich sagen. Aber ziemlich massiv und ziemlich... Hörst du das? Ziemlich hart. Aua, das war meine Hand. Ich fand den so geil. Oh, er war sogar günstiger, als ich vorhin gesagt habe. Ich habe den gesehen und dachte nur so, ich muss ihn mitnehmen. Er ist so bezaubernd. Ja, ich knuddel gerade einen Schädel. Ich brauche echt eine Kamera für so einen Scheiß. Okay, was haben wir noch zum Gucken? Die Operationsliege. I was never so scared as when I was lying here and you were leaning over me, Doc. Do you mean that time when McChicken shot you? Yeah. That was a night to remember. Ah, don't even mention it. Good old days. Ach ja, es ist so schön. Klavier? Do you know the Night Owl Blues, Bubo? Er ist recht anatomisch korrekt, bis auf die Stelle, wo er halt aufliegt. Die ist etwas sehr glatt. Das ist halt die Stehstelle. Aber sonst finde ich ihn echt cool gemacht. Ich schicke dir nachher mal ein Foto. Also, kennen Sie den Nachteulen-Blues, Bubo? Are you trying to wind me up, McChicken? Nö, wird er niemals tun. Not for the world. Okay, wann haben wir noch was? Da war noch irgendwas drüben, genau. Was there a sale at the flea market, Doc? I haven't been to the hive in a long time, boys. Fleas can't be trusted. Hey, you're not supposed to say that, old bird. Don't tell me you've become one of those insect lovers. It's a stupid fad, I tell you, but you'll grow out of it, don't worry. Ach komm, Schmetterlinge sind doch schön. Und Bienen. Und Hummeln, vor allem Hummeln. Hummeln sind cool. It's not a fad. There are animals who develop decent values. You should try it too. Stop croaking, son. I'm too old to change my way of life. And I'm not in the mood for it anyway. Och, komm, Bubo. Nur weil Ursula dich mal wieder verlassen hat. Foul owl. Zimtschokis, was Feines. What did you say? I said, how now? Ja, gell? What cow? Forget it. Ach, ihr seid so herrlich miteinander. Haben wir jetzt alles. Alles dunkle Zimmer haben wir noch nicht. Wo ist denn meine... Ach, da bist du. What about your experiments, Doc? What? How do you know about the experiments? Ich bin Teil davon? I'm just, If you dare to squeal about them, Sonny, I swear I'm gonna strangle your little skinny chicken neck. Apropos Chicken Neck. Ich habe ja die Folge Alles Kloake genannt. Ich habe nämlich über etwas philosophiert, über das ich wahrscheinlich nicht philosophieren sollte. Aber wir sind ja hier zwei Gockel. Und bei Hühnern ist es nun mal so, dass Ausgang und Eingang beides dasselbe Loch sind. Und das nennt sich ja Kloake. Also, die Hühner befruchten ihre Hennen dadurch, man kackt dadurch, die Eier kommen dadurch. Eigentlich alles. Nur mal so reingeworfen. Marty und Sunny, seid ihr anatomisch korrekt oder sind nur die Köpfe aufgenäht? Fragen über Fragen! Ich sollte doch über nicht philosophieren. Hey, stop right there. I was bluffing, okay? I don't know about any experiments. Oh, now I'm suddenly interested. What? Oh, I was just joking with you two boys.
There are no experiments at all. You know me, right? Was heißt hier höhere Säugetiere? Also bei den meisten Viechern gibt es mehrere Löcher. Wir wollen das ja jetzt mal gerade mal so ein bisschen jugendfrei gestalten. Also meistens gibt es einen Hinterausgang und noch was anderes. Je nachdem. Also bei den Säugetieren zumeist. Also bei höheren Säugetieren. Obwohl bei Schnabeltieren finde ich das ja ganz witzig, dass die ja keine, also jetzt gehen wir nicht von den Hinterlöchern, sondern halt Brüste. Dass die ja keine Milchdrüsen an sich haben. Also sie haben schon welche. Aber bei denen ist das quasi die ganze Brustfläche. Deswegen tun die Jungtiere quasi die ganze Brust ablecken. Also die haben nicht eine Zitze, sondern der ganze Brustbereich ist eine große Drüse, wo halt die Milch rauskommt. Und deswegen gibt es dieses Gerücht, dass Schnabeltiere Milch schwitzen. Was ich ganz witzig fand. Über sowas denkt man nach, wenn man zu viel Phineas und Ferb guckt. Yeah. Gut, dass wir das jetzt so nennen. Das ist auch schön. Schnabeligel. Die muss ich mir mal angucken. Ach doch, ich weiß, wie die aussehen. Ich erinnere mich. Okay, das sind auch Kloakentiere. Irgendwie ist das sehr spannend. Ich glaube, ich muss mich mal viel mehr mit Viechern beschäftigen, als ich es eh schon tue. Okay, dann sind wir hier durch und gehen jetzt mal auf den alten Vogel los. Do you think he's broken up about it? Bubo? You mean because of Ursula? I don't think so. He's too proud ever to admit he was wrong. Or say he's sorry. Okay, but deep down inside. Oh, I don't want to know what's deep down inside of Bubo, Marty. Das ist sehr interessant. Wie gesagt, über sowas habe ich mir vorher noch nie großartig Gedanken gemacht, außer dass ich halt bei Hühnern generell weiß, dass es Kloake heißt. Aber rein von der Theorie her ist das sehr interessant. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Abhandlungen lesen. Es wird mal wieder Zeit. Ach, wo ist Radha, wenn man sie braucht? Die hat doch sicherlich ein paar rumliegen. Wir können den wieder befragen, aber wir werden erstmal Hey, schwätzen. what's up, Doc? Somehow we guessed we'd find you still awake. Ja, es ist mitten in der Nacht, natürlich. Stop playing innocent. I've heard that little intermezzo. I have the ears of an owl, you know. Ah! Ich meine, dass du ein wandelndes Lexikon bist, das weiß ich. Aber jetzt habe ich wieder was auch über dich dazu gelernt. Deswegen verstehst du dich mit Radha so gut. Wissen Sie, Eulen können recht gut hören. Das stimmt sogar. We're very sorry, Bubo. I'm sure she'll come back. Of course she'll come back. She loves me. I don't know why. And she's afraid that I'll drink myself to death once she's gone for good. Zu viele Saufen, so viele Saufnigel hier. Alle saufen hier gefühlt. She's not wrong about that. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? Kennen und lieben gelernt. Wo wir hier doch gerade so schön über Ursula und Mr. Bubu reden. Dr. Bubu, was auch immer für ein Bubu. Auf jeden Fall, das ist Liebe. We're here for some information. Then we'll be out of your hair. I mean, feathers. Who cares? Gut, dann wollen wir mal. Ursula Fragaria. Fragaria, das ist mit Sicherheit auch wieder irgendetwas Lateinisches, was eine super Bedeutung hat, aber ich komme gerade nicht drauf. Say, Bubo, about Ursula. What about her? Well, that's just it. What if she's not coming back? I'm a little worried about you, Doc. And you know that's not my style. Well, don't worry, boys. The wind's blowing, the sun's shining. Das ist interessant, da steht, die Welt dreht sich und er redet, was von der Wind bläst. And Ursula always comes back. Exactly. There are things in the universe that are unchangeable. Touching, but you should be prepared for the worst. I thought Molly was coming back too, you know. Oh, yeah.
I trust Ursula, Sonny. What else can I do? Well, to be honest, that's all you can do. Oh Gott, ist das süß. Ursula Erdbeere, das finde ich süß. Das ist irgendwie so ein bisschen wie Emily Erdbeere damals. Ursula Erdbeere. Oh. What do you know about this wristband, Bubo? Zip said they gave these to patients in hospitals. That's why we came back to you. Something similar, yes, but not exactly the same. It's different. And? And what? Well, what do you think? Where's this from? Ja, das ist klar. Ursus weiß ich, dass das Bär ist. Aber eben Ursula ist trotzdem ein super süßer Name. Oh. Bär, Erdbeere. Oh, das ist... Irgendwie ist der Name richtig süß. Och, jö. How the hoot would I know, Sonny? What am I, some kind of psychic? That I put my hands on it and tell you? Das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Okay, let's try another approach. Do you have any idea why Wessler's men were looking for Zip so hard? I don't. How should I know? Why should I care? He had to hide a body. The body of someone Wessler killed. The wristband is from the corpse. Really? That rang a bell, old owl. Well, boys, if I'm right, you're in deep shit. Als ob wir das nicht schon wissen. Wir sind schon die ganze Zeit so richtig am Arsch. Was meinst du, warum die Folge alles Kloake heißt? That's more like it. Tell us, Bubo. So, Wessler, the wristband, and a corpse, huh? It looks very much like I know the connection. Or at least I have a hunch. Out with it, Owlface. Okay, don't peck me, chickens. Hobart Ibn Wessler has a relative who happens to be a resident at an insane asylum. The band is very likely from there. Wait, a relative? What kind of relative? Yeah. You don't know? I thought you were the detectives. Anyway, Ibn Wessler has a twin brother, Albert. Oh. Oh. Wie war das? Ibn hat sich verändert in der letzten Zeit? Sind wir jetzt hier am französischen Hof gelandet? Der Mann in der eisernen Maske steht wieder auf. Oh mein Gott, ich habe so viele Ideen. Albert Wessler. You put it together very skillfully, Marty. Yes, Albert Wessler. He's a madman kept in solitary confinement. Oh mein Gott, Louis und Philippe. Oh mein Gott. Do you think he's the corpse? But why? Ich glaube eher, das ist Ibn. How the hell should I know that? Thanks, Bubo. If what you told us is true, then this time we'll owe you one. Will wonders never cease? So, erstmal das mit Zip. That rat you mentioned was Zip. Should I be surprised or what? I knew it was him. Yeah, we knew you knew. We knew. Das ist süß. Auf Japanisch heißt Milch Nyu. Das hat sich jetzt irgendwie gerade auch so angehört. What did that old raccoon do this time? Ibn was blackmailing him with something. That's what we wanted to ask you. Do you know anything about it? I don't care about Wessler's dealings, Sonny. I patch up whoever winds up here, and I don't care if they're cops or gangsters. Hauptsache es zahlt. Or gangster cops. Oder das. Yeah, it's the same thing. Oh, brother. So, Albert Thaddeus Wessler. So, Albert Wessler. Which asylum do you mean, Bubo?
It's got some fancy long name. I don't remember, but I have a brochure. Let me find it for you. Thanks, Bubo. Here it is. Let There Be Peace Forever. Mental Institution for Ill and Damaged Minds. Quite a beakful. Where can we find it? I've never heard of it. It's a good 6-hour drive from Clawville. Maybe more. But you'll find everything in the brochure. You're the best, Bubo. You finally proved useful. Whew. Finally? Now get your chicken scratchers out of here while I'm asking nicely. Just one more thing. What's that, Bubo? If that someone was really Albert Wessler, the trouble's bigger than you think. It's always bigger than we think, Bubo. We're used to it. Ja, deswegen sollten Sie da vielleicht nicht hinfahren, aber ich glaube, unsere Landkarte zeigt auch nur Clawville. Ich glaube, wir kommen nicht raus aus Clawville. Obwohl, wer weiß, wer weiß. Angeblich gibt es in dem Spiel 35 Orte, die man besuchen kann. Ich weiß aber nicht, wie lange das Spiel an sich geht, aber wir sind ja echt gut beschäftigt. You don't understand. Ibn Wessler never loved and respected anyone in his life like he did his brother Albert. So what? Then the problem's bigger than we thought. A cornered rat bites. Well, thanks for worrying about us, Doc. But there's no way back from here. Too far, too late. Ich bin fasziniert, dass wir immer noch in der Silvesternacht sind, ne? Unter normalen Umständen, so oft wie die jetzt schon durch die Gegend gefahren sind und da im Fluss gelandet sind, im brennenden Schiff waren und ich weiß nicht was, ich glaube, wir hätten eigentlich schon 3 Tage gefüllt. We're like hounds, old man. Once we've caught someone's leg, we never let it go. Ooh, not while you're alive, eh? Yeah, exactly. Well, goodbye then, fellas. And I wouldn't mind if you never visited me again. Ach komm, du magst uns doch. The pleasure was all ours, Doc. Ganz kurz nochmal mit dem Quatschen. What was that ruckus all about? Ursula's not one to lose her patience quickly. She has literally infinite patience, boys. But somewhere, even infinity has to end. I think infinity's infinite because it has no end. Oh, shut up, Martin. Ja, da war's wieder. Ich habe heute jemanden von diesem Spiel erzählt und habe gesagt, der wichtigste Satz ist Klappe, Marty. I'll zip it. This day was too much. Go out for a date or something. It's New Year's Eve after all. You know. But that's when those bastards arrived. Then the even worse bastards. You. Ich glaube, es ging aber bei der Klapse darum, wenn Marty in die Klapse kommen würde, würden sie ihn nie wieder rauslassen. Da ging es noch gar nicht um Sunny, da ging es nur um Marty, aber ich glaube, sie lassen sie beide nicht mehr raus. And that was too much for her. Well, yeah, I can understand that. Somehow tonight, we're shocking everybody we come across. And don't you think that's a sign? Sign of what? That the time for the chicken police is over. On the contrary, old man. Everything's the same as it used to be. Great wild ones preserve us. But spit it out. What exactly do you want? And make it snappy, will ya? You're right, Doc. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Kleiner Fun-Fact, weil ja immer die wilden Gentlemen erwähnt werden. Das Spiel wurde entwickelt von den wilden Gentlemen. Und die haben als Zeichen einen Gorilla. Ich kann mich nicht mehr erinnern jetzt, was die wilden Gentlemen alles für Viecher waren, aber es passt sehr gut. So, was haben wir denn hier? Das Armband ist höchstwahrscheinlich aus einem Sanatorium, in dem der geheim gehaltene Zwillingsbruder von Ibn Wessler behandelt wurde. So.
Ursula wurde richtig wütend auf die alte Eule, aber Bubu schien dies nicht sonderlich zu stören. Es ist, als wäre er innerlich schon gestorben. Ja. So. Albert. Albert Thaddeus Wessler ist auch eine Ratte. Er ist ein gefährlicher Wahnsinniger. Mhm. Albert Wessler ist der Zwillingsbruder von Hobart Ibn Wessler. Er wurde in einem Sanatorium für Geisteskranke behandelt, weit außerhalb der Stadt. Okay, wir haben einen neuen Gegenstand. Das wird die Broschüre sein. Muss ich jetzt echt alles hier... So. You're the best, Bubo. You finally proved useful. Also... Let there be peace forever. Mental institution for ill and damaged minds. We're waiting for you. Call us from Clawville. 555966. Ich glaube, wir gehen telefonieren. Clawville State. Just follow the Asylum Road East Bush Marsh 966. Also 555966. Wo ist ein Telefon? So, dann gucken wir mal. Können wir in unser... Ja, wir können in unser Büro. Da können wir dann telefonieren. Serie 9, Sakla, Mullens Zeitungskiosk. Mullen! Mullen hat doch sicherlich dazu was zu sagen. Ah! Manchmal komme ich auf die falschen Tasten. Tell me, lads, what do you need? Just your eternal fountain of knowledge, old beaver. Okay, hier gibt's nichts Neues. In Ordnung, dann halt nicht. Dann wird's auch bei den anderen Sachen nichts Neues. Ah, ich komm doch auf den scheiß Knopf, Mann! Ich klick mal kurz alles wieder durch. Aber ich glaube, wir haben hier nichts zu tun. Please, leave. You're not going to achieve anything here. I'm sorry, Toots. We can't do that. Not yet. Okay, hier ist auch nichts mehr. Und im Saar wird auch nichts sein, aber wir gucken trotzdem nach. Sicher ist sicher. Thanks again, pal. Okay, ist nichts I won't Neues. forget this. Oh, don't even think about it, Sonny. The favors are in the bank. Okay, dann gehen wir jetzt in unser stinkendes kleines Büro. We had to gather ourselves, take a deep breath, and think over what we knew so far. What the chickens had I got myself into? What had I dragged Marty into? Moreover, what had we pulled the whole city into? This was going to be one of those cases that changed things forever. But I wasn't worried about myself. It didn't matter to me. Too many pieces had been plucked off this old rooster. But Marty's different. He's too good of a bird and too good of a cop to end up like me. Willst du das Marty loswerden, oder was? A secret twin brother? Sonny, I'm starting to feel like we're really in a detective novel. A cheap one. Yeah, but, listen, Marty. What is it, Boss Bird? I think it's best if we go our separate ways. What? Are you joking? I know you have a weak sense of humor, but there's a limit to everything. I'm not joking, Marty. Well, I certainly hope you are. Whatever comes next, you don't need to be mixed up in it. You have someone to go home to. Gosh damn it, Sonny. Can you hear yourself? What do you think? I endured all this to give up now? What do you take me for? No, pal. You're not getting rid of me so easily. I just want you to keep your career and your life intact, you moron. Just accept it, shake my hand, and go home. Your wife, Laura's waiting for you. Ich will Laura immer noch kennenlernen. One more word, Sonny, and I swear I'm gonna bash your beak in. I risked my life more than once tonight. You know why? No, why? Because we're a team. We have been a team for almost a decade. I don't care what Blood Boil says or whatever's on a goddamn piece of paper. We're the chicken police, Sonny. And we always will be. Ich mag Marty. I'm sorry. You're right. We're gonna go to that insane asylum and wrap this shit up fast and clean. Yeah,
Just like you said, even if it kills us. Oh, Marty! Thanks, Marty. Without you, I'd most likely already be sleeping the big sleep. Birds of a feather flock together, right? Like you say, partner. Let's drop this before you start crying on me, okay? Oh. I hope not. You almost just did. Clock off, Marty. That's the spirit. The Sonny I know and hate. Ich würde sagen, nehmt euch ein Zimmer, da will ja keiner rein. Okay, obwohl... Please say the floor inside is covered with conspiracy theory papers and notes written with your own blood. More like dirty clothes and empty bottles, Marty. Sorry. You're no fun, Sonny. Well, you'll get old eventually, too. Never. Ich glaube ich auch nicht, dass der irgendwann mal alt When all wird. this is over, I'm gonna go on that long journey. Ja. Okay, die wilden Gentlemen. Aber da ist kein, Gorilla dabei. You've heard the gossip, haven't you? That they were the ones to set fire to the city before saving it? Everyone heard that, Marty, but most likely it's sheep shit. I don't know. Somehow it fits for me. First, they burn down the city. Then they save it with their influence and money. And then they're heroes. You watch too many movies, Marty. They had zero reason. They saved the city because all their business and political interests were here. If everything burned, all they worked for would have turned to ash. It must be horrible to live inside your head, Boss Bird. I don't see it that way. I don't believe everything's directed by cold, calculated logic. Because it's not. But most conspiracy theories are just pure, made-up sheep shit. The real conspiracies never come to light. So you do believe in them? I believe in the possibility, and what I see with my own eyes. You're an awfully worn piece of old furniture, pal. I hope you know that. Can I ask an honest question, Sonny? If you must. You think of her differently now? Because of what you've learned? I don't really know. Our shared past didn't change. Our daughter, our experiences, our pains. Eine Tochter. Die heißt doch irgendwie auch irgendwie eine Waffe oder sowas? Yeah, I guess you're right. But yeah, Marty, I think of her differently. I won't lie. I'm sorry. I know, Marty. So, when and where was this? Not long after I met Molly. She always loved to work with orphans. She simply liked Genau. to give. Tessa. I see. So what the cluck are you doing in the picture? I helped around the orphanage for a while. As a volunteer. So you were a kindergarten teacher? No. Doch. Relax, Sonny. It's nothing to be ashamed of. It makes me think of you from a new perspective. Stop it right there, Marty, while you can. Hey, if you like music so much, why don't you have a turntable, Sonny? Maybe I love the silence even more. The silence of Clawville. You mean the sirens, the gunshots, the crying, the screams, and the wailing? Yeah, something like that, Marty. It's chaos and mayhem wherever we go. Oh, Sonny, it's good to be working with you again. Yeah, I never thought I'd say this, but you're right. I never knew how much I missed it. Ach, ihr seid so süß. Nehmt euch ein Zimmer, aber nicht der Stinkende da hinten. That feels good, Boss Bird. Just don't get too excited. Okay. A closet that's closed forever, like an old movie theater. Okay. You know, I thought about it multiple times that you might be Meredith H. We've met her on a number of occasions, Marty. Remember? Her real name is Susie. Maybe Susie's just an actress you hired. You've read too much of that cheap garbage, Marty. There's no conspiracy theory. Susie's just a money-hungry little dame who made a fortune off of us. That's all. Jetzt möchte ich Susi auch kennenlernen. Yeah, you're disappointing. I know.
Was haben wir noch? Oh Gott, das sind immer noch so viele Sachen. Books I've never read, and most likely never will. Da ist nichts Neues. I still have nightmares about the Great Fire. Really? Were you alive then? How old are you exactly? I was 3. And maybe it's not even a true memory, just the collective memory of the city. I see the flames. I see the burning buildings. And I hear the screams. Hey, wait a minute. I thought you weren't born in Clawville. Aren't you from Averia? Exactly, Marty. We were just visiting Clawville when the fire broke out. I'm surprised you ever returned. Well, maybe that's the reason I did return, Marty. It's like when someone falls in love with their captor, you know? Da gibt's einen Begriff Somehow dafür. I feel like this is my place. No matter how much suffering it brings, Clawville's fate is intertwined with mine. Schön, und das Biest hat doch auch dieses Geiselnehmer-Verliebtseins-Ding. Aber ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Das Phänomen. Heavy stuff. Gut. Da ist nichts Neues, denke ich mal. Dann haben wir noch das. I've had enough stimulation for today. Genau. Dankeschön. Stockholm-Syndrom. Genau das meinte ich. A stack of papers. Just looking at them makes me think of Monica. Thanks for everything, pal. Truly. Don't mention it, Sonny. If it weren't for you, nobody would have tried to kill me with a Tommy gun or set fire to a ship with me in it. Heh, how lucky you are, huh? Damn right. What do you think, Marty? What? You care what I think? You must have hit your head pretty bad. Er hat ein Loch im Kamm. Stop fooling around, Marty. I'm serious. So what do you think? About everything? Well, I think we're in deep shit. But to be honest, Ibn Wessler is in deeper shit. Do you think he really murdered his brother? But why? And what does it have to do with Natasha and the threats? Doesn't add up yet. Something's missing. Let's visit the institution and try to find out what we can about this Albert Wessler fella. Exactly. If he's the dead body, we've got to know what the motive was. If we can't, and if he's still alive, we gotta ask him directly. And what do you think, Sonny? I think Ibn, Albert, and Natasha are the 3 key players in this case, and that all of it has something to do with the brothel. And the fact that Natasha used to be a courtesan? Sag doch einfach Nutte. I have war. Yeah, that too. Listen, Sonny, about Molly. Oh, just forget it, Marty, okay? She's not part of my life anymore. So that's exactly what I'm gonna do. Forget it. Let's concentrate on the case, and on making it out alive, and helping Natasha, too. Whatever you say, Boss Bird. So you think Natasha's really in danger? It could be, or she could even be behind everything. No, you don't believe that. I'm not sure what I believe, Marty. Ich tappe auch noch im Dunkeln. Hallo? Let's see. Things got mixed up at the brothel. Okay. Mal sehen. Ab dem Bordell wurde es kompliziert. Entweder Madame Saywas oder Natascha. Wir nehmen jetzt erstmal Natascha. Okay, die ist es nicht. Dann ist es Madame Saywas. Nein, doch nicht. Eben. Okay, eben. Wesslers Zwilling. Mollys Name ist nicht wichtig. Eine Leiche mit Armband. Deborah ist tot, ist nicht wichtig. Nataschas Geheimnis. Probieren wir das. Natürlich. Gut, das müssen wir mal verbinden. So, mal sehen. Ab dem Bordell wurde die Sache kompliziert. Eben hat herausgefunden, dass Natascha die ganze Zeit als Spionin für Saywas gewesen ist. Nein. Natascha hat im Bordell gearbeitet und Saywas wollte das geheim halten, weil Natascha mit Ibn zusammen ist. Das klingt für mich logisch. Natascha war die geheime Geliebte von Zip. Und Ibn weiß, dass das finde ich sehr... Nein. Natascha war früher eine Kurtisane und Ibn wollte, dass das ein Geheimnis bleibt. Das ist eindeutig C, meiner Meinung nach.
Also entweder B oder C. Was sagst du, mein lieber Chat? Ich trinke mal kurz einen Zimtschoki. Zimtschoki ist geil. Ich mache Werbung für Zimtschoki. Mache ich selber, deswegen ist egal. Okay. Natasha used to work there, that's obvious. And Ibn wanted to keep that a secret. Gut, das sind wir schon mal richtig. Okay. Der Gemäldefetze. Marke, Natascha Schlüssel, Magnum, Armband. Gut. A secret, it seems. Somebody else had to pay for. So, anscheinend ein Geheimnis, für das jemand anders bezahlen musste. Zip hat sich um die Leiche gekümmert und das Armband behalten. Zip hat jemanden umgebracht, damit das geheim bleibt, auf Befehl von Ibn Wessler. Das Armband ist der Schlüssel. Es ist der Beweis dafür, dass Zip jemanden wegen Nataschas Geheimnis umgebracht hat. Zip hat Ibn Wessler das Armband gestohlen. Also A stimmt. Und D stimmt auch. Die anderen zwei Sachen, also Zip sollte ja nur die Leiche entsorgen. Die Leiche war ja schon da. Oder hat Zip den umgebracht? Aber was würde dafür sprechen? Okay, du sagst das gleiche wie ich. Somebody died for that secret. Zip hid the body, but he kept the wristband. Okay. Das kann ja eigentlich nur das dann sein. Who could it belong to? Jemanden aus der königlichen Familie, nein. Der Tote war Ibn Wessler selbst. Allerdings, wer war dann in Wirklichkeit der Mörder? Es gibt keine Leiche. Das alles ist nichts als Lug und Trug. Und Zip ist der Urheber dieser ganzen Scharade. Albert Wessler, Insasse eines Sanatoriums für Geistesgestörte. B oder D? Also ich habe ja irgendwo das Gefühl, dass die Leiche Ibn ist. Aber wahrscheinlich ist es hier so banal, die Antwort D. Es wird... Vermutlich ist einfach ganz banal Antwort D. Aber ich habe halt so das Gefühl, dass wir jetzt halt wirklich in so einer Mann in der eisernen Maske Geschichte drinnen stecken. Und dass eigentlich jetzt nicht Ibn, sondern Albert als Ibn rumrennt. Das würde diese komplette Änderung seines Charakters erklären, obwohl es ja heißt, dass Albert total durchgeknallt ist. Ja, das ist es halt. Wir sind für B, aber aktuell ist es eher D. Probieren wir es mal damit. The dead body was almost certainly Albert Wessler, a resident of an insane asylum. But why did he have to die? Alter! Das erschreckt mich jedes Mal wieder. Okay. Gut. Ich will jetzt die Klinik anrufen. Das war abheben. 966, wenn ich mich richtig entsinne. 966. Okay. Ist die Nummer falsch? Lass uns mal nachgucken. 966, nein, ich war richtig. Dann müssen wir tatsächlich hin. Ah, guck mal, wir können mit Marty schwätzen. Erstmal nochmal so. Okay, so the picture is more or less clear. Ibn's got his brother killed because he learned Natasha worked in a brothel. No, that could be the case, but I believe the roots go deeper than that. Which we'd only learn if we talked to him. I mean, if the corpse isn't him, because then we'd need a medium. Which would be exciting, but maybe it's enough if we ask the doctor who treated him. That too, yeah. But where's the fun in that? So where exactly is this place? A few hours' drive from here, in the middle of nowhere.
It's a creepy old mansion, of course. Natürlich. You think it's a good idea to go there? What if it's a trap? I told you, you can still go back. Huh, wouldn't you love that? No such luck, boss. If I get killed or locked up forever in an insane asylum, that's gonna be on you. Ja, der zweite Teil wird es wahrscheinlich eintreten. Thanks, pal. I deserve that. You still trust her? I never trusted her, Marty. I mean, you believe her? I'm sure she was honestly afraid. People don't fake it that easy. But I can understand why she didn't tell us about her former profession. Es wäre schön, wenn wir mit ihr mal reden könnten. Or how she knows Molly. Yeah, that too. And the death of Deborah complicated things even more. Hey, Sonny, she didn't seduce you, right? I mean, Natasha. Ah, don't be stupid, Marty. My old ticker hasn't been beating for a long time. Not that way, anyway. Yeah, all right, boss. Too much information! So what do you think happened to the corpse? Probably been eaten. Horrible to think about, but even if half of what they say about the hive is true, starvation, riots, arson, predation. You're telling me. Makes my feathers stand on end when I think about what goes on in there. And we pretend we don't know about it. As if Roachtown isn't even part of Clawville. This won't end well. I'm afraid soon Clawville's gonna burn once again. And because of its own foolishness. Well, that's if another meat war doesn't break out first. 'Cause then, the whole wilderness will burn. Lovely prospects, eh? Either way, it was a damn clever move for Wessler to hide the body in Roachtown. It's the only place no one will ever find it. Like the belly of a burning ship. Oh, I think that was an intentional red herring. Sounds about right. Who'd have thought? I believed that little rat. I thought he'd changed. Idiot. There's a point when it's too late to change, Marty. Caught up with him. Whatever he did since then doesn't matter. Not much. Exactly. And that's the case with us, too. That's why I won't back down. Even though a voice in my head is screaming right now, leave it all to hell and have another drink. Prost. Maybe we should do that. Ich hätte noch guten Meter. Maybe we should. Okay. Dann haben wir noch einen neuen Eintrag gekriegt. Einmal Orte und Kodex. Ah. Eine psychiatrische Institution mit einem absurd langen Namen und einer ebenso absurd langen Geschichte. Auf den Bildern sieht es aus wie eines dieser von Fledermäusen umkreisten Spukschlösser, die man in billigen Horrorfilmen immer zu sehen bekommt. Aber ich stelle gerade fest, nur noch einen Ort und wir haben alle Orte. Cool. Der große Fleischkrieg war der größte und blutigste Konflikt in der Geschichte der Wildnis und dauerte von 822 bis 849. Also 17 Jahre. 27 Jahre, so. Anfänglich wurde nur der doppelköpfige Kontinent Alterra von ihm erfasst, aber in späteren Jahren breitete er sich auch in die 12 kolonialen Provinzen, einschließlich der 4 Kolonien von Clawville aus. Während des Fleischkrieges kamen 80 bis 90 Millionen Tiere ums Leben und nach dem Krieg wurden 27 Arten für ausgestorben erklärt. Na, reizend. Gut. Irgendwas ist noch. Wir können noch nicht reisen. Okay, so the picture is more or less clear. Ibben's... Das haben wir schon. Which would be exciting. That too, yeah. Probieren wir es noch mit dem Telefon. Ah, falsch rum, verdammt. Moment, nochmal. Warum sagt mir denn keiner, dass ich falsch liege? 5, 5, 5.
9, 6, 6. Hello. You've called the Let There Be Peace Forever mental institution for ill and damaged minds. What can I do for you, sir? Or madam? Well, I'd like to inquire about a patient who I believe is being treated at your institution. His name is Albert Wessler. I'm sorry, sir, but I can't give out that information if you don't have the password given to relatives. Do you have one? Unfortunately, I don't have that. I'm not a relative. I'm calling from the Clawville Police Department. Oh, I see. In that case, officer, I'd advise you to visit our institution personally. Our director and I would be happy to answer your questions. Thank you, miss. I guess I'll do that. We'll welcome you with open arms, sir. Have yourself a beautiful, starlit night. Also das Ende klingt wie von der Sekte. Oh, thanks. Goodbye. See you soon. Und es klingt auch wie ein Bordell, wie die redet. Okay. So, We have to go there. the thought gives me goosebumps. Chicken bumps aren't good enough for you? Ha ha ha. Ihr seid so süß. Aber wir können immer noch nicht hin. Irgendwas ist noch. Wir können noch nicht hin. So, I get the couch? It'd be better if I called Lewis. He'll open up a room for you to sleep in. Whew, great idea. Okay, also wir können noch nicht hin. Wir müssen jetzt Louis anrufen. Zur Hölle, wie war seine Telefonnummer? 555 932. Fünf, 9, 3, 2. Eine herrliche Sternennacht. Das ist schon geil. Hey, Lewis, it's me again. Oh, hello, Sonny. What's up? Were you sleeping, pal? Me? Oh, I wasn't. Anyway, I'm always at your service. Would you open up a room for Marty? Naturally, Sonny. Thanks, Lewis. I'm not even gonna say it. I will. You owe me one. Again. Yeah. Gut. Du kriegst ein Zimmer von Louis. Sorry for the mess, Marty. I rarely have visitors. Don't worry about it, Sonny. I didn't expect anything else. Thanks. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir nämlich hier weitermachen. Ah, wir können tatsächlich ins Sanatorium. Und wir können auch nichts anderes machen. Na dann, ab in die Nervenheilanstalt. Farewell, my lovely. I slept like I used to sleep years ago. Like a miner or a soldier. Empty. Dead tired. Then I saw Tessa. My darling little daughter. But no matter how hard I tried, I couldn't recall her face. I reached out to her, but she just kept getting further and further away. Then I saw Molly. But she wasn't real. Just the ghost of a memory. I'm here, I cried. But all I heard was laughter. Not hers. Who's there? Suddenly, she appeared. Natasha. Just stood there laughing. But her eyes were cold. Then she said something. Painted red. Painted red. Painted red. That was just a dream, Sonny. Nothing more.
I looked at Marty and I saw the same thing in his eyes as he probably saw in mine. It's time to hit the brakes, to turn back, go home, and forget about all of this. Of course, I stepped on the gas instead. Honestly, I wasn't expecting anything good, but this... Ooh, just like a horror movie. Was ist das denn jetzt ein Zitat? I was thinking the same. Appearances can be deceiving. Let's hope so. Oh, fuck. Die Geister der Vergangenheit. Trophäe freigeschaltet. Ach du Scheiße, Leute. Oh, guck mal, ein buntes Bild. Ah, okay. Ach du Scheiße. Wie sieht's denn hier aus? Das ist ein Sanatorium? Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, mich hier umzuschauen. Es gruselt mich. Übrigens, es überrascht mich, dass Marty keinen Führerschein hat. So gerne wie der auf alles draufhaut und den könnte ich mir so richtig gut als gasgebender Rowdy vorstellen. Aber gut. Okay, Patient, eigenartiges Wandbild. Oh, vielleicht ist davon unser Ding. Fenster, Patient, Gang, Krankenschwester, Treppe. Okay. Wir fangen mal mit dem Bild an. Okay, das sind aber alle Ecken noch mehr oder minder da. This picture... Ist sehr bunt. It's very... special? Bisschen. Also, das ist der König Hektor. Hieß doch Hektor. Hektor der Dritte. Der allen Essen gibt. Gut. Fenster. Even if you manage to escape, there's nothing but hills and forests for 100 miles. Imagine how many poor lunatic ghosts must haunt those woods. Ooh, Sonny, you're creeping me out. Wie soll ich denn heute Nacht schlafen, wenn die hier so gruselig sind? Was haben wir noch? Die Treppe interessiert We mich. should check in first. Okay. This guy seems strangely familiar to me. You don't say. You've been treated here too. That would explain a lot. Oh, don't be stupid. I'm serious. Take a closer look. No. Well? No, it can't be. Are you telling me it's him? M.B. Davis himself? I'm sure of it, pal. It seems the gossip was true. The eternal king of jazz in a madhouse. Ist das nicht der, wo Sunny ein Bild von in seiner Bude hängen hat? Oh, no. The poor devil. Okay. We should go to reception first. Okay, wir Let them müssen... know we're here. Okay. Ah, like an angel from heaven, isn't she? Yeah, half of her's still up there, I think. That's rude. Oh, boo-hoo. Of all the great wild ones. Wow, ist die schön. Man sieht so viel von ihrem Gesicht. Kann ich hochscrollen? Nein. Greetings, miss. Is it really you? Well, yes. Yes, it really is you. The chicken police. I'm afraid so. Of all that's furry and plumey, that's fantastic. Oh, my goodness. Die klingt, als hättest du ein nasses Höschen, du. Miss, we'd like to ask... Wo ist der Knopf? Please, don't be scared. I'm just really excited. You know, I've read every book about you and your adventures, and I even collected newspaper articles when I was a little girl. Indeed. You can't imagine what an honor it is to meet you in person. We really... Oh, God, oh, God, oh, God. Take a deep breath, Miranda. Take a deep breath. Are you okay, miss? Das Foto ist geil. Das Foto ist super. Alter. Yes, I am. I just needed some air. So, dear
detectives. Santino and Martin. What can I do for you? Alter, die hat so ein nasses Höschen gerade, die saftet den Boden voll, so wie die sich anhört. Well, miss, we have some questions, if you don't mind. I'd love to answer all of your questions, detectives. Okay, also wir fangen erstmal mit der Information. Oh, Trophäeerhaltung. Polizei! Oh Gott, ja. Oh mein Gott. Ich feiere das Foto. Guckt euch das an. Ist das nicht super? Oh mein Gott. Man kann es auch übertreiben, aber das ist so ein geiles Klischee. Das gibt's gar nicht mehr. Die Nurse. Miranda ist sie geil. So, Miranda. Die ist eine Giraffe. Ach nee, voller Leben, voller Hoffnung, voll von praktisch allem. Sie ist auch ein riesengroßer Fan von uns. Leider. Eine übermäßig nette Krankenschwester, die wir am Eingangsschalter des Sanatoriums trafen. Sie heißt Miranda und ist ein großer Fan der Chicken Police in geradezu peinlichem Maße. Oh ja, oh ja, stimmt, oh die Arme. Oh, aber das Foto ist so der Burner. Leute, ihr wollt mich doch killen. Jetzt fehlen uns dann nur noch 2 Leute hier. Alter, es ist zu geil. Oh mein Gott, es ist zu geil. Sorry, aber dann lache ich mich jetzt so kaputt. Okay, dann mal. Wow, wir haben ja voll viel zu fragen. Say, miss, what can you tell us about this place? Our institution was standing even before the Great Meat War, and during the war, it was transformed into a military hospital. Since then, we're relentlessly working on treating injured minds under the leadership of Dr. Quetzel, the famous specialist. Quetzel. The place seems pretty empty. Do many people work here? We have 32 residents and 7 nurses, including me. We also have a 3-person maintenance and cleaning staff and, of course, the heart and soul of our institution, Dr. Quetzel himself. Ja, stimmt, der fehlt uns noch. Ebens rechte Hand fehlt uns ja noch, der Bluthund, ne? Der kein Hund ist, ich glaube, ein Affe war das. Okay, also wir haben 32 Patienten und 7 Pflegerinnen. Das macht wie viel auf jede Pflegerin? Alter, das ist aber eine Menge, Leute, ey. Das ist ja... Alter, das kann ich jetzt gerade nicht ausrechnen. 230 durch 7. Das heißt, jede Pflegerin muss sich um Grad 32 plus Patienten kümmern. Alter! Dann 3 Wartungs- und Reinigungskräfte, die haben aber damit nichts zu tun. Und Dr. Quetzal persönlich. Das ist das eine Foto, was uns auch noch gefehlt hat. Das wird jetzt neben ihrem aufgetaucht sein. Und der ist... I see. Now this Dr. Quetzel, is he the director here? Exactly. Director, scientist, researcher, patron, and doctor. And even a friend. Quite a guy. Klingt auf jeden Fall nach einem netten Charakter. He certainly is. Und schon wieder ist ihr Höschen nass. Er ist ein Quetzalcoatl. Okay. Moment. Hä? Das sind 32 Patienten? Ich habe 230 Patienten gelesen. Habe ich mich irgendwie voll verlesen? Egal. Ich will mal ganz kurz mir hier die Infos angucken, die wir jetzt gerade bekommen haben. Da ist er ja auch schon. Dr. Sesuos Quetzalcoatl ist eine grüne Baumpython. Also der ist nicht mal eine Echse, der ist eine Schlange. Kalt, distanziert, professionell. Bei seinem Anblick läuft es mir eiskalt über den Rücken. Also ganz anders, als die Dame ihn gerade beschrieben hat. Der Professor ist ein wahrer Universalgelehrter, Wissenschaftler, Autor, Philosoph und was weiß ich noch alles. Okay. Habe ich mich jetzt gerade echt so verlesen? Egal. So. So who is this Dr. Quetzel exactly? He's a world-famous researcher of the mind, Mr. Featherland. He published countless books in the fields of psychology and psychotherapy. Psycho... what? Ah, okay, verstehe.
unraveling the mind. It's the most crucial mission of the century, Mr. McChicken. Ah, Quetzalcoatl. Ich komm mit, ja, geflügelte Schlange. Mein Sohn hat ein Dino-Buch und da kommt auch ein Quetzalcoatl vor. Deswegen kommt mir der Name so bekannt vor. That's really good to know. So this doctor's some celebrity, right? Does he usually meet other important persons? I'm not sure I know what you mean. Well, like Mr. Hobart Wessler, for example. Ah, yes. That's something you should ask the doctor himself, but unfortunately, I don't think he has time right now. He's swamped, is he? Exactly, Mr. Featherland. He is very, very, very busy. All the time. I thought so. What can you say about this, miss? Have you seen anything like it? Ja, eben. Also, es passt alles zusammen. Also Quetzalcoatl, ich wusste die ganze Zeit nicht, wie ich das Ding aussprechen soll. Und das ist eben dieser Flugsaurier, der in diesem Buch Der kleine Dino vorkommt, was mein Sohn unheimlich gerne mag. Da kommen so Dinos vor, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Aber die es wahrscheinlich gibt, so Mayasaurus, Quetzalcoatl und die Eier werden dann gefressen von... jetzt weiß ich es gerade nicht mehr, von was für ein Viech. Und dann gibt es da noch so einen ganz großen Saurier, also einen Pflanzenfresser, wo es kommt ein Stegosaurus auch noch drin vor. Oh, ich weiß genau, was die Saurier in dem Buch sagen. Und wie ich die vorlese, weiß ich auch. Aber was es jetzt gerade für Saurier sind, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Of course. Our residents wear these for identification. But how did you come by it? They only wear them inside the institution. Huh, I see. The wristband does belong to one of our residents. But I'm afraid I'm not allowed to tell you more due to regulations. Ja, aber im Buch wird der Quetzalcoatl geschrieben, deswegen. Der wird tatsächlich nicht Coatlus geschrieben. Deswegen glaube ich, ist da in dem Buch ein kleiner Fehler drin. Oh, come on, Miranda. It's us, the chicken police. I'm sorry, I can't. Nein, waren es nicht. Oviraptoren waren es nicht. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo das Buch ist, sonst könnte ich nachgucken. Miranda, this case is a matter of life and death. Lives are in your hands. Finde ich auch geil, dass wir gerade über Saurier reden in der Story. All right. I'll do it. Albert Wessler. The patient's name is Albert Thaddeus Wessler. Figures. Just as we thought. Thank you, Miranda. We'll never forget this. Please, don't make me blush. And don't tell anyone you heard it from me. Oh, we won't. I promise. So when can we talk to Mr. Wessler? I need to ask Dr. Quetzal. Please wait here. Thank you. So. It doesn't matter how big a star you once were. Ending up lonely and crazy in a rotting insane asylum in the middle of nowhere is like the universe restoring its balance. That was very poetic of you, Marty. Almost deep. Careful you don't drown. Cluck you. We need to let them know we're here first. Wir haben schon Bescheid gesagt. Dr. Quetzal will see you. He's waiting for you in his office. Up the stairs, all the way down the hall, until the last door. What a surprise. It's enough to mention Wessler's name and all the doors are open. I wouldn't want to get mixed up in this, but do you think Albert is in danger? Danger? What do you mean? We haven't heard from him since he disappeared, and we're really, really worried. I see. We don't know yet, miss, but let's hope for the best. Great wild ones protect him. Where is he?
No idea, Marty. The smell of all that's furry. I'll never get used to it. Well, reptiles have a disgusting body odor, Marty, but they feel exactly the same about us. Exactly. Eine Schlange mit Händen. Aber die Krawatte passt sehr schön zu seinen Schuppen. Great wild ones, you scared the hell out of me. I already sensed your arrival from afar. You know, snakes have a different sense of smell, and birds used to be our prey once upon a time. Well, yeah. Luckily, we're living in civilized times. Lucky. Please take a seat. How can I help you, gentlemen? So, was schön, was wir hier haben. Oh, wir haben gar nicht viel. Wir haben Wände, den Doktor und ein Fenster. Boah, haben wir hier Auswahl, Leute! Wir fangen mit den Wänden an. Your office is rather Puritan. Simple, I mean. Ain't that the truth? Well, yes. I can't let my mind wander from my work. I only keep what's essential in my office. I see. That makes sense. Stimmt, den Tisch haben wir auch noch. Is this cell like the others? I would rather call it a room. But yes, it's like all the others, except there are even bigger ones than this. Sag mal, hat der Dr. Ketzel ein Napoleon-Syndrom? Er hat die ganze Zeit die Hand da in der Jacke. An isle of reason in a sea of insanity. Insanity is such a strong word, and it's mostly an abstract idea. Where does insanity start, and how long is one not insane? Interesting questions. Am I normal, or are you? Maybe neither of us. Damit kommt wieder dieser schöne, berühmte Spruch, Genie und Wahnsinn, da ist ein ganz schmaler Grat dazwischen. You see, that's something I think about a lot nowadays. If you like, I can give you an appointment. Es war so klar. Oh, this is your chance, Sonny. Don't miss it. We're already here. Marty, clock up. Halt den Schnabel, Marty. Why do you have bars on your windows? Because it's a room like all the others, and I'm just an animal too, like all our residents. With the significant difference of you being a doctor and not a patient. Am I right? Naja, so klar ist das nicht. It's not as big of a difference as you'd think. Irgendwie muss ich jetzt gerade an den Joker und Harleen Quinzel denken. Da war auch nicht mehr viel dazwischen. So, dann wollen wir mal mit ihm schwätzen. A snake. I can't help it, but they make my feathers stand on end. To be honest, gentlemen, your visit is anything but a surprise. I could even say I was expecting it. What an introduction. Please forgive me. I have the bad habit of immediately getting into the middle of things. How very rude of me. My name is Dr. Sessuus Quetzalcoatl, but most call me Dr. Quetzal to keep it simple. Ja, ich hatte seinen Tisch schon angeklickt. Da hieß es dann, das ist diese Insel der Insel der Wissenschaft in diesem Pool von Wahnsinn, irgendwie sowas. The name is Santino Featherland, and this is my partner, Martin McChicken, from the predatory division of the Clawville Police Department. Your fame is one step ahead of you. We're used to it. Certainly. Er schaut schon auf seine Uhr. Der Termin ist verschwindet. We have some questions about one of your patients, if you don't mind. We'd like to talk to him, if that's possible. Please be specific, Detective. Look, Doctor, we're too tired to play cat and mouse. Not that snake and chicken sounds any better.
Very funny, I must say. Just what I expected from you two detectives. We know you know it's about Albert Wessler, Ibn Wessler's secret twin. Ever since we've said his name, all the doors have miraculously opened. That's what we call a bullseye. Miraculous! Well, yes. Why should I deny it? We're talking about a Raleigh has disappeared, and you are police detectives. I have no reason not to talk to you. Of course, I'm at your service. But you must understand, I can't disclose information about my patients. Not even if it's a matter of life and death. Everything's a matter of life and death in here, Detective. This is a hospital, even if it's primarily for the mind, not the body. Still, I'd like to give the impossible a try. Please, Detective, just do your job, and I'll do mine. So, dann können wir ihn befragen. Aber erstmal schauen wir uns die Infos an, die wir gekriegt haben. Das haben wir schon gehabt. Manchmal komme ich ein bisschen durcheinander mit diesen blöden Knöpfen. So, was haben wir hier noch? Das könnte der Volltreffer sein, den wir suchen. Albert Wessler ist aus dem Sanatorium verschwunden. So, dann wollen wir mal befragen. How long was Albert a resident of the institution? For quite some time. His first symptoms surfaced in his teens. Depression, panic attacks, and schizophrenia. Was he brought here immediately after the first signs that something wasn't right? You know, the biggest problem with an opinion on insanity is that animals are ashamed of it. That's the reason our institution stands out here in the middle of nowhere. Because animals would rather hide what they're afraid to face. I couldn't have said it better myself. As far as I know, the Wessler family wasn't Gratis. Gratis. I wouldn't have guessed that. My family and the royal dynasty had always been on good terms, Mr. Santino. Ja, also Füchse und Schlangen klauen gerne beide Hühner, also es passt ganz gut. Oh, wir können ihn nachher vernehmen. What kind of a place is this exactly? I assume it wasn't built as an insane asylum. It used to be a mansion. Construction started during the occupation in 622. Then it stood empty for almost a century, until finally it went to the crown of Cloville when Hector's great-grandfather took the throne. The rest is history. How long have you been working here? I've worked here for more than 30 years, but it's been in my family's possession for almost 150 years. So if I count correctly, as soon as it went to the crown, it was seized by your family. That's almost accurate, Mr. Featherland. What a lovely inheritance. Tell me, Doctor, do you know Madame Zavas? Just like everybody else, I've heard of her, but I never had the pleasure of meeting her in person. I'm sure she's an interesting case. Da ist der Wissenschaftler wieder. Oh, you can be sure about that. I'd gladly get you two together if I had the chance. A spare cell would suit her very much. Is that so? As it turns out, she likes small, narrow, secret places. Oh, I see. What a coincidence. Gut, dann wollen wir ihn doch mal... I have a hard time bearing their proximity. My blood boils and my heart bangs. It's the primordial fear, they say. So, dann wollen wir mal loslegen. Verdammt!
Nein! Also, Dr. Kitzel ist ein echtes Rätsel, aber ich kann das zu meinem Vorteil nutzen. Ich muss mich nur auf die merkwürdigsten Puzzleteile konzentrieren. Ich hab einfach Sunny weggeklickt. Also, wann wurde Albert Patient Ihres Instituts? So when did Albert become a resident of your institute? Albert and Hobart, or Ibn as you call him, arrived here almost exactly 4 years ago. Could you describe that day more specifically? It was not long after New Year's Eve, maybe the first week of the year, if I'm not mistaken. It was sleeting that day. Wind was banging incessantly on the windows. The power was going out for short periods of time. What was your first impression of them? I already knew the Wessler name. I knew who they were. Or at least I knew one of them, Hobart Wessler. He was famous. Gangster, moneylender, celebrity, lover. And Albert? He was new to me, an invisible gray ghost. The family had tried to keep his existence a secret. Why? Because they were ashamed of him, of course, Mr. Featherland. That's how it usually is. What was your first impression of him? He was silent, but observed everything that surrounded him. His eyes were constantly moving, never stopped for a second. Was he afraid? I wouldn't say so. It seemed to me that he wanted to move into our institution voluntarily. It looked as if he couldn't wait to be here, alone, locked up in silence and darkness. Hello, darkness, my old friend. Didn't you think of that as unusual? Of course I did, but who am I to judge? It was rather special treatment. Welche Art spezielle Behandlung erhielt Albert? Sagen Sie, hat Ibn Wessler Ihnen in irgendeiner Form gedroht? Da sag ich A. Also 1 ist es auf jeden Fall, weil das zweite kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Was sagst du? What kind of special treatment did Albert get? You know, if an institution like ours has to accept a Wessler as a guest, there's bound to be some favoritism. And complete secrecy, I guess. Yes, but that's the case for all our patients, Mr. Featherland. Of course. So in what way did he receive more than the others? Basically, we don't admit anyone into our institution without a complete and thorough prior assessment. In the case of Albert, we put that aside. So you didn't even know if he had anything wrong with him? Initially, no. He was more of a guest than a patient. Aha. Gut. Glauben Sie, dass er für andere eine Gefahr darstellte? Wie beurteilen Sie Albert bei Ihrem ersten Treffen? Wie verhielt sich Albert Ihnen gegenüber? 1 oder 3? Also ist meine Vermutung. Also mich würde 3 am meisten reizen. Wir haben mal gehört, dass Albert sehr gewalttätig sein sollte. Jetzt im Moment klingt er eigentlich eher ruhig. Gut. How did Albert relate to you? Albert was immensely sophisticated and polite, so much so that his true emotions and thoughts could not be deciphered. And that's why you thought of him as an exciting case. That's right, Mr. Featherland. I see you're starting to get to know me in some way. I'm just doing my job, Doctor. You and me both. Okay. Wollen Sie damit sagen, dass Albert mehrere Persönlichkeiten hatte? Are you telling me
Albert had multiple personalities? We found out very quickly that there was no other reason for the cause of his seizures. He had a cold and calculating personality who sometimes, especially on stormy days, took the reins over their shared mind. Uah! Es wäre fast in meinem Stuhl umgekippt. Himmel, Herrgott, nochmal. Oh, jetzt habe ich mich gerade voll erschrocken. Ja, kaum reden die von stürmischen Tagen, stürmt's bei mir auch gleich hier. He had these seizures from the beginning. Yes, Mr. Featherland, but they started to intensify after Albert left our institution for the first time. He did what? Left the institution? More than once? Ups. Oh, yes, Mr. Featherland. Albert left the institution on several occasions until the last time, when he failed to come back. Quetzal's not only very observant, but he's addicted to details. I must focus on that if I want to get closer to the truth. Focus. Addicted to details. Okay. Gut. Albert konnte also einfach ein- und ausgehen. Sie haben mir aber noch nicht alles erzählt, nicht wahr? Wann und warum verließ Albert die Einrichtung zum ersten Mal? Wie konnten Sie zulassen, dass Albert die Einrichtung verließ? 1 oder 3, würde ich jetzt sagen. Es geht jetzt gerade um Details. Ah, du sagst 1 oder 2. Also bei 1 überschneiden wir beide uns, dann nehme ich das. So Albert could just walk in and out. Far from it, Mr. Featherland, though Mr. Hobart Wessler had appeared on many occasions and took Albert with him. At those times, he usually brought him back the same day, or the next, at the latest. What was the purpose of these outings? Albert Wessler was working on a painting, Mr. Featherland. Ein Gemälde. Oh, yes, the painting. It's all starting to come together now. So, you've heard about the painting? Sure I have. Okay, hat Albert ihn jemals seine Beziehung zu seinem Bruder erläutert? Hat sich Albert je zu Natascha geäußert? Hat Albert ihnen gesagt, was er über das Bild dachte? Hä, wieso haben wir denn ein Minus gekriegt? Okay. 2 oder 3? Jemand seine Beziehung zu seinem Bruder erläutert. Es wäre aber auch interessant. Eigentlich ist alles gut. Okay. Did Albert tell you about his relationship with his brother? Rarely. He respected and loved his brother, but when he came to talk, he was usually angry. Sag mal, irgendwas fliegt hier dauernd durch die Gegend. Oh, why? No fear, jealousy, frustration, rivalry, maybe all of these combined. Und es gab wieder ein Minus, verdammt. Albert war also häufig abwesend, um weiter an diesem Bild zu malen. So Albert left on many occasions to continue working on the painting. Exactly, Mr. Featherland. Every time he came back, he was like a different person. But unfortunately, his seizures also multiplied and became more dangerous. More dangerous. Albert was hurting himself, and on one occasion he even tried to hurt me. It was unprecedented. It seemed his confined personality was taking over their shared mind entirely, piece by piece. Es ist irgendwie wie bei Mozart. Sein letztes Stück hat ihn ja quasi getötet.
Do you think the painting caused it? Not the painting, Mr. Featherland. But its subject. Exactly. He was obsessed, right until that fateful day when he returned to us for the last time. What exactly happened that day, Doctor? It wasn't Hobart who brought his brother back that day, but two of his gorillas. Not literally, I mean. And Albert was in a terrible, terrible state. What happened to him? I don't like to talk about that, Mr. Featherland. It could be vital to the case, Dr. Quetzal. Don't back down. Oh, you're right. There's no use turning back now. So, Albert's tongue was torn out, or cut off, I don't know exactly, and he was blinded in one eye, or rather, one of his eyes was missing entirely. Wieso glaube ich jetzt immer mehr, dass das Hobart war? Also Ibn. Ich glaube, dass Albert in Natascha sich verliebt hat und den Platz seines Bruders eingenommen hat. Das ist jetzt meine Idee. Aber warum Natascha deswegen bedroht wird, ist mir noch schleierhaft. Aber wenn Albert tatsächlich so einen sprunghaften Charakter hat mit mehreren Persönlichkeiten, könnte es auch sein, dass einer von diesen Charaktergängen eine andere Person ist, die eben das weiß und sie deswegen bedroht. Du bist auch dieser Meinung, weil das würde nämlich auch das erklären, warum die Zunge raus war. So you're saying Albert was brought back horribly mutilated? Yes. And they didn't give any explanation as to what had happened. They simply told me it was some kind of accident. Ja, aber vielleicht hat er das irgendwie rausgefunden. Zuerst nicht und dann ist er aber so frustriert gewesen von dieser Vorgeschichte, dass ihn das halt auch nochmal durchdrehen hat lassen. Das würde nämlich diese Art von Eskalation wiederum erklären. Oh mein Gott, das ist langsam wirklich spannend, ey. Dr. Quetzal is cold and professional, but he's also very confused. Maybe it's cruel, but I must exploit his vulnerability if I want to learn everything about Albert. Focus, confused. Gut. Sie glauben nicht daran, dass Alberts Zustand auf einen Unfall zurückzuführen war, richtig? Es fällt Ihnen vielleicht schwer, darüber zu sprechen, aber haben Sie seine Wunden genauer untersucht? Was die zwei Kerle betrifft, die Albert zurückbrachten, könnten Sie sie beschreiben? Alter, jetzt habe ich mich auch nochmal erschrocken. Sag mal, was ist denn heute um meinen Stuhl herum los? Erst fliegt hier dauernd irgendwas runter und auf einmal kriecht eine fette Katze aus einem Loch. Boah. Hi, Lilly. 2 ist dein Favorit? Okay. Meiner war 1. Aber 2 finde ich auch nicht schlecht. Weil wir wissen bei 3, wer ihn zurückgebracht hat. Das brauchen wir gar nicht nachfragen. Maybe it's not easy for you to talk about it, but did you examine his wounds thoroughly? I'm not that kind of doctor, Mr. Featherland, but even I could determine his tongue was either cut out or bitten off, and his eye was gouged out. He also had several broken bones. But there's no doubt it wasn't an accident. I don't believe it was, Mr. Featherland. I totally agree. Ja, gut. Reißen Sie sich am Riemen, Doktor. Wie war Alberts Zustand nach diesem Ereignis? Konzentrieren Sie sich, Doktor. Was war Ihrer Meinung nach mit Albert geschehen? Ja, weil ich glaube nämlich, dass wir jetzt erfahren, dass das nämlich ein anderer Mensch war. Pull yourself together, Doctor. What was Albert's condition after the incident?
Mind your tone, detective. Sorry, Doc, but I can see you're disturbed by these memories. How could I not be? I'm not a monster. We're talking about a mutilated animal here. So, what was he like after the incident? Even more silent than ever. No surprise, I suppose. He was not only silent in words, but also in his soul and spirit. What do you mean by that? He never painted anything again. And his seizures completely stopped. Das ist Ibben. Das war Ibben. Was geschah danach? Wie verschwand Albert? What happened then? How did Albert disappear? A few weeks later, Hobart came to visit Albert one more time. Albert had been in terrible condition by then. We even had to transfer him to another cell, a more safe one. What did Hobart do during the visit? He didn't do anything. He just sat and watched his brother, who was in an almost vegetative state by then. Couldn't you manage to draw anything out of him? You or Hobart? Nothing. For a while, he was trying to signal something. Perhaps he was too afraid. And most likely his fingers had been broken too, so he couldn't even write. Boah, wir sind echt auf der richtigen Fährte, Chat. Ohne Scheiß. Do you think Hobart could have killed Albert? It's horrible to say it, but I'm sure of it. How did he disappear in the end? Did someone come for him? That's what's most eerie about it all, Mr. Featherland. He simply disappeared. His door, which only I had a key for, was open. Did anyone see anything? No one. We interrogated the staff, even the patients. He simply vanished off the face of the wilderness. We don't know what happened to him. Unfortunately, I have a hunch. Thank you, Doctor. You've been a great help. Oh, well, I'm glad I could be of help. But please, I now must attend to my work. We understand, Doctor. Thank you. Ja, ist klar. Wessel ist verschwunden. Wir haben einen Verdacht, was mit ihm passiert sein könnte. Okay. Wolltest du nochmal Tisch Are you wissen? very busy? I am. Wow. Okay, wir haben ein paar neue Hinweise. Albert Wessel ist verschwunden. Wir haben einen Verdacht, was mit ihm passiert sein könnte. So, Ibben. Ibben hat höchstwahrscheinlich seinen eigenen Bruder Albert Wessler auf dem Gewissen und er zwang Zip dazu, die Leiche zu beseitigen. Jedenfalls scheint das derzeit die plausibelste Erklärung zu sein. Die Familie des Professors verwaltet die Nervenheilanstalt und das umliegende Grundstück seit mehr als 100 Jahren. Ein recht beeindruckendes Stück Geschichte, nicht wahr? Er ist gefühlskalt, reserviert und in seinem Fachgebiet absolut professionell. Aber was Albert widerfahren ist, hat selbst ihn erschüttert. Eigentlich nicht überraschend, finde ich. Alberts Bruder Ibben nahm ihn mehrfach aus dem Sanatorium mit, damit er das ominöse Bild von Natascha malen konnte. Meine Herren, ich glaube, wir haben ein Motiv. Ach nee. So, seit der Gründung wurde erst einmal der Versuch unternommen, den Stadtstaat von Clawville zu erobern. Die etwa ein halbes Jahrhundert andauernde Besatzung begann 622 und hielt bis 677 an. In dieser Phase übernahm das Imperium von Harad die Kontrolle über fast alle Gebiete von Clawville. Unbesetzt blieben nur die Kolonien, denen es letzten Endes im Bund von Svolasso und, oh Gott, Flavoslavien gelang, die Stadt zurückzuerobern.
Ich bin mit solchen wir können auf jeden Fall noch nicht zurück. That's quite shocking information. I think you understand why we kept it a secret. If it wasn't for Mr. Wessler's demand, we'd never let any of our patients walk freely outside our institution. Then the accident happened. Accident? Ha! We didn't believe it, not for a second. After Albert came back to us, horribly mutilated, he was different. Sag ich doch. Different how? If someone got one of his eyes poked out and his tongue torn out, he'd be different, but not like this. Albert was a different person. We believe you, Doctor. So, can we take a look at Albert's cell? I'd rather call it his room. Mr. Wessler lived in exceptional circumstances. Thanks to the Wessler name, I guess. Yes. Well, we try to make all of our patients stay as comfortable as possible, but Albert certainly enjoyed special favoritism. I hope you don't mind if we take a look around in there. That's not going to bother anyone. Boah, Alter. Well, that's surprising. I've never seen a cell like this before, that's for sure. I wouldn't mind living here myself. It seems that being a Wessler gets you privileges. And a healthy dose of danger. Mostly that, yeah. Let's take a good look around. I'm sure we'll find some answers here. I can almost smell them. Well, I smell paint, ink, plaster, some kind of oil, aging paper, slight smell of rat, and great expectations. Deine Nase. Kein Wunder, dass Bloodboil neidisch ist. What the dickens? Unmistakable. Yeah. This place is bad for you, pal. But if you've already jump-started your beak holes, then sniff out the solution. I'm on it, Boss Bird. Okay. Schickes Bett, Schreibtisch, unheimliches Bild. Gemälde schauen wir uns als letztes an. A small window, a small hope. Ach, gucke mal einer an. Alberts Brief. Identical twins. And looking at it, they may have easily loved the same woman. Genau, so Two schaut es men aus. and one woman. Nothing good ever comes of that. Well, I wouldn't say that exactly. Of all the wild ones, Marty, please, stitch up your beak, okay? Halt den Schnabel, Marty! Just use your imagination, old bird. Oh Gott. Look at that. A letter. Gut, den dürfen wir uns gleich angucken. Sonst ist hier... Ah, doch, da noch auch Papierstapel. Scribbles. Newspaper articles. Study papers. Poems. Perfect chaos. Just like the troubled mind of a troubled fella. Yeah, but there's still a kind of order in it. It's just too intricate for you to comprehend. If you say so, boss. Okay, was haben wir hier noch? Schachfiguren. Das Bild haben wir auch mitgenommen. Aha. Eine Feder. Bleistifte. Noch mehr Schachfiguren, okay. Gemälde, unheimliches Bild. No way. Is this some kind of puzzle? I don't think so. But we could still find something important here. A pattern, a sign, anything. Okay. Ah, wir können hier Linien ziehen. Das machen wir gleich. You know, I don't think he had it so bad in here. You mean apart from being separated from everyone you love in an ancient mansion filled with madmen? You're right. As always. Gut, ich will das Gemälde angucken noch. Wow.
Wow, wow, wow. The style. It's very familiar to me. You've been lonely for far too long, huh? Dann sind das keine Fotografien in dem Bordell, sondern gemalte Bilder von Albert? Not funny, Marty. It is, a little. Interessant. Okay. Sonst haben wir hier alles? Aha, aha, aha. Dann müssen wir jetzt hier auf dieses Bild und müssen Linien ziehen. Gut. Das ist Natascha. Das ist klar. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Linienziehen genau funktioniert, deswegen muss ich mir jetzt erstmal die Bilder genau angucken, was wir hier haben. So. Das ist Stadt oder Sanatorium. Das ist Wasser. 1, 2, 3. Ah, ja. Gute Idee. Damit fangen wir an. Ja. Okay. Wie komme ich denn da? Identical twins. And looking at it, they may have easily loved the same woman. Gut. Ach du Scheiße. Liest du mir das? Albert was madly in love with Natasha and would have done anything for her. I'm afraid he did exactly that. Nein, ich will das doch lesen, Mann. Also. Ich weiß, ich existiere nicht. Ich existiere nicht, weil du mich nicht siehst. Aber ich bin nicht, was du denkst, was ich bin. Du denkst nicht an mich, oder? Niemals, nein. Ich denke an dich jeden Tag, jede Minute, immer. In meinen Träumen. Ich bin eins mit ihnen geworden. Eine Seele. Du weißt, du weißt, an wen ich denke, richtig? Kannst du es fühlen? Kannst du es fühlen, dass ich hier bin? Oder dass ich auch hier bin? Mit dir? Du fühlst es, richtig? Ich kann nicht mehr an mich halten für so lange. Vergib mir. Bitte, es tut mir leid. Aber es hilft nichts. Die Welt zerbricht. Meine ganze Welt verrottet und verrottet. Alles verrottet um mich herum. Ich muss hier rauskommen. Und ich muss eins mit meinem Schicksal werden. Und eins mit dir. Vergib mir. Alter! Klingt irre und gleichzeitig aber auch irgendwie besessen? Albert was madly... Ja, das haben wir schon. Eindeutig. What do you make of this? Apart from the fact the guy was totally insane? I don't know. What should I? That maybe we've been chasing the wrong person all this time, Marty. Sag ich doch. What do you mean? Everything will be revealed soon. Why do you have to be so melodramatic all of a sudden? If I'm right, this'll flip the whole case upside down. What's that, Sonny? A blurb from some horrible novel? I just have to think things through before I come to any hasty conclusions, Marty. Ugh, you're killing me. So, what now? Where to? Back to Clawville, where we can finally put all the pieces together. You're driving me crazy. But all right, let's go home. Nein, ich will jetzt das Bild da... Nein, ich will das Bild da hinten noch machen. Nein! Jetzt konnten wir das Bild nicht machen, weil wir den Brief angeschaut haben. Scheiß drauf, Mann. Albert hatte sich tragisch in Natascha verliebt. War das der Grund für seinen Tod? Der ist doch gar nicht tot. Kann ich das bitte nochmal in das Zimmer? Ah! So, detectives, have you found what you were looking for? I'm afraid we have, Doctor. And more.
I wouldn't dare to say I'm happy to hear it, but I'm glad to be of service to you. Well, thanks, Doc. I hope I don't offend you by saying I hope we're not going to meet anytime soon. Not on account of either of our jobs, am I right? Exactly. Bitte, ich möchte noch mal in das Zimmer. Goodbye, Doctor. Goodbye, detectives. Nein! Lass mich doch noch mal in das Zimmer, Mann. Okay, warte mal. Farewell, Miranda, dear. Lovely to meet you. So, you'll remember my name? Marty McChicken never forgets, ma'am. Oh, Und das Höschen saftet. Furry gods. Let's go. Goodbye, miss. It was a pleasure. goodbye, gentlemen, and happy investigating. I'm sure it'll be fun. Ich weiß es nicht, wie weit If das einen there's anything I zurücksetzt. can help you with, please just ask. Thank you, Miranda. You've already helped enough. We need to let them know we're here first. Leck mich, Mann! Wenn ich da jetzt rausgehe, dann kommen wir noch mal am ganz Anfang von der Nervenheilanstalt zurück. Oh nein, nicht ganz. 21:59 Uhr. Ich vermute mal, dass wir dann einfach wieder beim Doktor landen. Wir können es ja mal testen. Farewell, Miranda, dear. Nein. Lovely to meet you. So, you'll Marty, Ja, ja, ja. Furry. goodbye. I'm sure. If there's thank you. We need to let them know we're here first. Ich komme nur zu dem Spasten hier. Oh, ist das ärgerlich. Das nervt mich jetzt. Komm bitte, lass uns doch noch mal rein. Ah, warte mal, Foto von Wessler. Was haben wir denn da? What can you tell us about the woman in the photo we saw in Albert's room? Do you mean Miss Natasha Katsenko? Well, yes. I don't know much about her, but everyone heard her name and her voice around here. Did she ever visit this place? Never. But if you ask me, Natasha probably didn't even know Albert was a resident of our institution. And Albert, did he mention her often? Constantly. It was obvious he had an affection for Miss Katsenko, but I wouldn't have thought for a moment he could escape because of her. I wouldn't jump ahead, Doctor. Something else could be behind Albert's disappearance. Do you think so? All the signs clearly indicate this. Es wird auf jeden Fall alles erklären, warum sich Ibn quasi zurücknimmt und seinen Gorilla jetzt alles machen lässt, weil er ja gar nicht weiß, was er machen muss. Weil er ist ja nicht Ibn, er ist ja Albert. Maybe they do, Doctor, but in my line of work, logic's not always the best advisor. In 99% of cases. Exactly. But this one typically belongs to the remaining 1%. If you say so. Okay. Goodbye, Doctor. Goodbye, detectives. Wow. Ist das ärgerlich. Es kotzt mich jetzt gerade ein bisschen an. Ich will da rein. Warum We darf need to let them know we're here first. Miranda, lässt du uns noch mal rein? sorry, but I still can't believe it's really you. Neither can we. You can't imagine how wonderful it is that I can help you in one of your cases. Does this mean it will become a new book? And maybe I will be in it? Miss, those books aren't real. Don't even tell me. No, I don't want to know. Let it be a surprise instead. Oh Gott, Frau. Ich mag dich. Du bist so schön. Kopflos. No, I didn't mean... Leave it to me, Sonny. I'm good at this. Thank you, miss. Your words are very flattering, and we are honored. No, I thank you. I'll never forget this day. We won't either, that's for sure. We're happy to bring you joy, miss. Anytime.
We need to let them know we're here first. Also, wir kommen da nicht mehr rein. Oh, das ist so... Ich brauche ein Kissen, ich muss da reinschreien. It doesn't matter. Okay, das hatten wir auch schon. Naja, gut. Egal. Kann man jetzt nicht ändern. Oh, und wir können nirgends hin, außer ins Hotel. Ich glaube, das ist dann auch ein sehr schöner Platz, um für heute zu schließen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, damit wir unseren Speicherpunkt haben. Oh, I don't believe this. Those two again? Natürlich. My car won't last much longer. Don't worry, Sonny. I was born to do this. Muss das jetzt wieder sein? Oh, leck mich doch, ey. Ah, leck mich doch, Mann. Concentrate, Marty, for the God's sake. Can you drive like you're not a fucking lunatic? Shut up and shoot, you big feather pillow. Würde ich gerne, aber die sind leider ein bisschen... Ah! Oh, leck mich doch. Wo sind die denn? Da unten. Are you blind or what? Where did you learn to shoot? Ah. Ja, leck mich doch, Mann. Den Martin McChicken, verdammt nochmal. So, geht doch. Whew. Well, that was close. A little too close for my taste, and it only strengthens my belief. Wessler is desperate. He knows if we survive, he's done for. Well, come on. What did you work out? Will you tell me already? Sure. Let's put the picture together, piece by piece. Wir wissen's schon. Wir wissen's schon. Let's start from the beginning. Ohne Scheiß, das müssen wir jetzt noch machen. We got a case. Eben. Nein? Okay, dann ist es Natascha. Ja. Natascha und eine fatale Liebe. Nein? Ah, wir brauchen ein Ding. Dann ist es der Brief. Ah, nein, doch nicht. Dann ist das Foto. Nein, dann ist es der Zettel. Yep. So. Also, Natascha wollte das Bild für uns geheim halten. Natascha wollte, dass wir das Bild für sie finden. Natascha wollte, dass wir das Bild sehen. Natascha musste das Bild zerstören, um zu verheimlichen, was mit Albert Wessler passiert ist. Fangen wir am Anfang an. Also, wir haben einen Fall. Von wem haben wir den Schnipsel gekriegt? Okay, wir sollten das Bild sehen. Tried to show us the painting. Gut. Gegenstand. Foto oder Brief? Mal gucken. And that painting would have shown us the way. Zum Geheimversteck von Ibn Wessler, das wir noch finden müssen. Zur Leiche von Albert Wessler, die mittlerweile natürlich verschwunden ist, dank Zip. Zum Sanatorium, wo wir herausfinden sollten, dass Ibn Albert getötet hat, weil er etwas über das Bild herausgefunden hat. Zu Ibn und Albert Wessler. Albert malte Natascha, er traf sie also mehr als einmal. Ich wäre für D. To Ibn and Albert Wessler. Albert painted Natasha, so he met her on more than one occasion. Eine tödliche Liebe. Which made Albert
So. Das heißt, Albert ist aus dem Sanatorium geflohen und in dem dunklen Wald, der ringsrum liegt, als Wahnsinniger zu Hause. Ist geil. Er hat sich in Natascha verliebt und ist aus dem Sanatorium in ein geheimes Versteck geflohen, das wir noch finden müssen. Er hat sich in Natascha verliebt und in seiner schicksalhafter Nacht seinen Bruder umgebracht, um diesen in aller Stille zu ersetzen und Natascha für sich zu gewinnen. Er hat seinen Bruder getötet, seinen Platz eingenommen und Natascha dazu gezwungen, mit den Drohungen diesen Fall entstehen zu lassen. Ich sage C. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? D wäre auch möglich, aber mit den Drohungen wäre es auch komisch. Fall in love with Natasha. And on a fateful night, he killed his brother so he could take his place in secret and win Natasha's heart. Wir sind so gut. Wir sind so fucking gut. So what happens now? The inevitable, Marty. We're going to the Wessler mansion to confront Ibn with the facts. You mean Albert, right? Yeah, exactly. And of course, Natasha. Do you think she knew about it? Something stinks, Marty. The whole case seems too intricate. Too many coincidences, right? Well, well, after 10 years, you did learn something, didn't you? 9. Jetzt tut er den Ball verbessern, ist doch auch schön. You're right. Huh. What? You just laughed, Sonny. What? No, I snorted. Natürlich. No, you laughed. Just leave it, Marty. I'll be telling this to my grandchicks. All right, pal, that's enough. Okay. So, Albert fell madly in love with Natasha and decided to have her for himself. And his best chance was to trade places with Ibn Wessler. So that's why the torn-out tongue. Yeah, Ibn couldn't squeal even if he wanted to. What a diabolical plan. More like insane. Tja, Liebe macht noch wahnsinniger, als man's eh schon ist. But why the messages then? Why the threats? Albert got what he wanted. He could have got away with it. Ich habe eine Vermutung, indem er diese Nachrichten überall hin verteilt hat und dran geschmiert hat, hat er Natascha ja quasi in eine hilflose Situation gebracht, dass sie sich quasi an Ibn, ihren einzigen Vertrauten, den einzigen Menschen, den sie liebt, noch mehr klammern konnte. Oder sollte. I'm not a psychologist, Marty, but remember what the doctor told us. Albert has a seriously injured mind and a split personality. I think his two identities were at war with each other. Das ist das, was ich zuerst meinte, dass seine andere Persönlichkeit eben mit dieser Tatsache nicht klarkommt, dass Natascha eine Kurtisane war. So the messages were written by one of his personalities, consumed by jealousy? Something like that, Marty. But we can only learn the whole truth from him. You're right. So, are we going or what? We're going, Marty, to finally finish what we started. Well, if there's anything you'd like to do before, do it now, boss. You won't have a chance later. Im Klartext. You're right, Marty. It's time to wrap everything up. Ich glaube, wir sind relativ gegen Ende jetzt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, wir haben noch mal ein paar Sachen. Hinweise. Es ärgert mich immer noch, dass wir dieses Zimmer jetzt nicht fertig gemacht haben. Albert ist Ibn Wessler. Der geisteskranke Albert hat den Platz seines Bruders eingenommen und versucht jetzt alle Spuren zu verwischen. Wenn wir ihn jetzt nicht überführen, ist es vielleicht zu spät. Das ist ein geiles Bild. Verdammt. So. Was haben wir denn zu Gabriel? Der Flohbalg ist jetzt schon zum 3. Mal versucht, uns um die Ecke zu bringen. Natürlich ohne Erfolg. Hoffentlich gibt es kein 4. Mal. Und hier wird jetzt eben dann wahrscheinlich dann der Schläger noch auftauchen, der jetzt die ganze Zeit die Rolle noch geführt hat.
Also, Ibn hat sich ja verändert, Ibn ist jetzt anders und sein Gorilla macht jetzt die ganze Arbeit für ihn. Oh mein Gott. Nur ganz kurz, ich möchte wissen, wenn ich da jetzt drauf gehe, 2212, tatsächlich sind wir jetzt genau hier an diesem Speicherpunkt angelangt. Oh mein Gott, Atlas Hotel. Ich hab so Schiss, wie das jetzt weitergeht. Wir können jetzt vermutlich zu fast allen Bereichen wieder. Aber nicht alle. Was haben wir denn hier oben? Golden City ist noch zu... Ein paar Sachen haben wir irgendwie noch nicht offen. Vielleicht ist das Spiel doch noch nicht so weit zu Ende, aber... Es klingt gerade ziemlich nach Ende. Oh mein Gott. Du bist auch so ein Schneiderhase. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass du unser Bösewicht bist, weil du warst von Anfang an da. Du bist ein Fan von Natascha. Du warst einfach zu scheiße offensichtlich. Aber dass es da einen bösen Zwilling gibt, es gibt doch immer einen bösen Zwilling. Das ist schon faszinierend. Oh mein Gott. Oh! Ich bin aufgeregt. Mal sehen, ob wir das diese Woche noch machen oder ob wir uns erst am Montag hier wiedersehen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darauf. Das hat jetzt in dieser Folge so viele Wendungen gegeben. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Man hört es an meiner Stimme, ich bin total drauf. Oh, Adrenalin! In diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal, entweder nochmal diese Woche oder am Montag. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Bussi und Baba. Gute Nacht, Chat.